Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Wasn't that a sobering and beautiful devotional yesterday? War das nicht eine ernüchternde und schöne Andacht gestern? Do you know, I remember long time ago. Ich erinnere mich, wie vor langer Zeit When the Lord said to me, Reinhard, I've called you to be a prophet. der Herr zu mir sagte, Reinhard, ich habe dich dazu berufen, ein Prophet zu sein. And you know, I accepted that call. Ich habe diesen Ruf angenommen. But of course I tried to figure out what it means to be a prophet. Natürlich versuchte ich herauszufinden, was es bedeutet, ein Prophet zu sein. So I began to study. Ich begann zu studieren. And you know, it's really interesting. Almost all of the teaching on a prophet in the church is based on the Old Testament. Und interessanterweise basieren fast alle Lehren über Propheten in der Gemeinde auf dem Alten Testament And on the Old Covenant. und auf dem Alten Bund. And I thought, how can I find out what it looks like to be a prophet? Ich dachte, wie kann ich herausfinden, was es bedeutet, ein Prophet zu sein? So of course I started to study the Bible. Ich fing an, die Bibel zu studieren, And Ephesians, especially chapter 4. vor allem Epheser Kapitel 4. And then I remember one day the Lord said something to me that it was surprising and exciting and helpful. Dann erinnere ich mich, dass der Herr mir eines Tages etwas sagte, das überraschend, begeisternd und hilfreich war. And here's what he said to me. Er sagte zu mir, He said, Reinhard, I will make you a prophet that wherever you come, you turn gray into either black or white. People have to choose. Reinhard, ich will dich zu einem Propheten machen, damit du, wo immer du hinkommst, aus Grau, entweder schwarz oder weiß machst. Die Menschen müssen sich entscheiden. Think about it. There is so much mixture of self and Jesus inside of the church instead of the true surrender to Jesus. Denk darüber nach. In der Gemeinde gibt es so viel Vermischung von sich selbst und Jesus, anstelle von wahrhaftiger Hingabe an Jesus. And this has been my passion, you know, that we don't live in gray areas. You choose live in white or live in black. Genau das ist meine Leidenschaft, dass wir nicht in Grauzonen leben. Du wählst, ob du in weiß oder in schwarz lebst. So you choose to live in the kingdom of God or live in the kingdom of self, which will be the kingdom of the devil. Du hast die Wahl. Lebst du im Reich Gottes oder im Reich deiner selbst, das wiederum das Reich des Teufels ist. And this is what Paul is making so clear here. Das macht Paulus hier so deutlich. You know, you think it's just a sacrifice, but in reality, it's a sacrifice to demons. Du denkst, es ist nur ein Opfer, aber in Wirklichkeit ist es ein Opfer für die Dämonen. And I don't want you to be participant of him. Ich will nicht, dass du daran teilhast. Now, look what he says in verse 21. Schau, was in Vers 21 sagt. You can't drink from the cup of the Lord and the cup of demons. Ihr könnt nicht aus dem Kelch des Herrn trinken und aus dem Kelch der Dämonen. You can't feast at the table of the Lord and feast at the table of demons. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn speisen und am Tisch der Dämonen. Do you know, I tell you what, I have a passion that within the church, Ich habe eine Leidenschaft dafür, dass es in der Gemeinde there is a restoration of purity, holiness, and the true fear of God. eine Wiederherstellung der Reinheit, der Heiligkeit und der wahren Furcht Gottes gibt. There's so much mixture of man's power and God's power and me and him and so much mess. Es gibt so viel Vermischung von menschlicher Kraft und Gottes Kraft, von mir und ihm und so viel Durcheinander. And Paul is telling us that you can't do this. Paulus sagt hier, dass du das nicht tun kannst. So if you participate of the table of the Lord, be all his. Wenn du also am Mahl des Herrn teilnimmst, dann sei ganz sein. Now he says something that has challenged a lot of people who have understood and learned to believe in the new covenant. Nun sagt er etwas, das viele Menschen, die den neuen Bund verstanden und zu glauben gelernt haben, herausfordert. Who would ever want to arouse the Lord's jealousy? Vers 22. Wer will schon die Eifersucht des Herrn erwecken? Is that something you think you're strong enough to endure? Glaubt ihr, dass ihr stark genug seid, um das zu ertragen? Now, do you know, the Bible, this is not the only verse in the New Testament that the Bible talks about God's jealousy. Dies ist nicht der einzige Vers im Neuen Testament, in dem die Bibel über Gottes Eifersucht spricht. You know, God actually is a jealous God. Gott ist tatsächlich ein eifersüchtiger Gott. And a lot of people have said to me, how can God be a jealous God if you always preach His unconditional love,
He only accepts us based on Jesus Christ. Viele Leute sprechen mich darauf an, wie kann Gott ein eifersüchtiger Gott sein, wenn du immer seine bedingungslose Liebe predigst? Er nimmt uns doch nur aufgrund von Jesus Christus an. But think about it. Denk mal darüber nach. God's jealousy is not like human jealousy. Gottes Eifersucht ist nicht wie menschliche Eifersucht. That's the first thing you have to understand. God is not human. Das ist der erste Punkt, den du verstehen musst. Gott ist kein Mensch. If a woman is jealous, that jealousy is always selfish. Wenn eine Frau eifersüchtig ist diese Eifersucht immer egoistisch. Or if a man is selfish, it's always jealous. It's always selfish. Oder wenn ein Mann eifersüchtig ist das immer egoistisch. Because it's about me. Denn es geht um mich. My wife doesn't do what I want her to do, so I'm jealous. Meine Frau tut nicht das, was ich von ihr will, also bin ich eifersüchtig. She looks at somebody else, but she's mine. Sie schaut jemand anderen an, aber sie gehört mir. But remember, God is love and nothing that he does is motivated by anything else but love. Denke daran, dass Gott Liebe ist und nichts, was er tut, von etwas anderem als von Liebe motiviert ist. So when God becomes jealous because he purchased you for himself, Wenn Gott also eifersüchtig wird, weil er dich für sich selbst gekauft hat, it's not about he's upset now that he doesn't have you completely. liegt es nicht daran, dass er jetzt verärgert ist, weil er dich nicht ganz hat. It's because God knows how you are destroying your own life by messing with the demons instead of completely surrendering to him. Sondern weil Gott weiß, wie sehr du dein eigenes Leben zerstörst, indem du dich mit den Dämonen einlässt, anstatt dich ihm ganz hinzugeben. Your body is his temple and he doesn't like to share it with demons. Dein Leib ist sein Tempel und er will ihn nicht mit Dämonen teilen. So God's jealousy is not a selfish jealousy, it's a pure jealousy. Die Eifersucht Gottes ist keine egoistische Eifersucht, sondern eine reine Eifersucht. It's motivated by this deep desire that him and you are one so that you can experience the best. Sie ist von dem tiefen Verlangen motiviert, dass er und du eins seid, damit du das Beste erleben kannst. You think that before God created you, he was lonely and sad and needed you? Glaubst du, dass Gott, bevor er dich schuf, einsam und traurig war und dich brauchte? No. Nein. God knows that you function best, have the most fruitful and the most victorious life if you are 100% surrendered to him. Gott weiß, dass du am besten funktionierst, das fruchtbarste und siegreichste Leben hast, wenn du dich ihm zu 100% hingibst. So from this sense, God jealously desires that you and him live in this perfect unity. Deshalb wünscht sich Gott eifersüchtig, dass du und er in dieser vollkommenen Einheit leben. And his jealousy is way too strong for you to resist. Seine Eifersucht ist viel zu stark, als dass du ihr widerstehen könntest. So surrender to it now. Deshalb gib dich ihm jetzt hin. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.